Was gibt es Schöneres als den Duft von frischem Hefegebäck im Winter? Und genau dieses Rezept, das machen wir heute gemeinsam. Als allererstes braucht ihr natürlich Mehl. Ich habe das ja jetzt schon mal in meine Schüssel gegeben. Dazu kommt noch ein bisschen Zucker, ein wenig Salz und ein bisschen Butter sowie ein Ei. Meine natürliche Hefe darf nicht fehlen, die ist selbst hergestellt. Wie das geht, erfahrt ihr in der Playlist, die ich euch zum Schluss verlinke. Hier noch Milch und wer sie da hat, Lievito Madre. Das ist ein Sauerteig, aber die italienische Variante ist ganz mild und kann auch wunderbar für süßes Gebäck genutzt werden. Und das war es auch schon, was wir zuerst für die Zutaten benötigen. Ich gebe hier jetzt meine Black Bowl, also meine schwarze Schüssel hier in meine KitchenAid, mache die Teigpeitsche von Rammershofen klar und schon kann der Teig schön durchgeknetet werden. Guckt euch das an. Schon nach kurzer Zeit sieht es richtig gut aus. Nochmal hier so einen kleinen Turbo und dann kann der Teig erst einmal bei Zimmertemperatur ruhen. Wenn ihr wie ganz viele die Herausforderung habt, dass es einfach nicht warm genug ist, dann stellt einfach den Teig in einen Backofen mit eingeschaltetem Licht. Alternativ gibt es ganz tolle Gärautomaten. Ich verlinke euch das Ganze auch noch mal eben. Und wenn der Teig nicht innerhalb von 8 bis 10 Stunden ohne Lievito Madre beziehungsweise mit Lievito Madre innerhalb von 3 bis 4 Stunden aufgeht, dann ist es einfach zu kalt. Da muss der Teig wärmer stehen und das ist dann wirklich immer so ein Indiz dafür. Falls ihr da noch mal Informationen oder Unterstützung braucht, schaut auch gerne noch mal eben auf meiner Webseite vorbei. Da habe ich auch einige Tipps und Tricks für euch, deswegen werft da mal einen Blick hinein. So, wenn der Teig aufgegangen ist, dann könnt ihr am besten so eine Kuchenform nehmen. Geht natürlich auch jede andere Schüssel. Und ich habe hier jetzt noch so einen Rest von meinem Ghee. Ich hatte da kürzlich wieder was Neues hergestellt und die Reste musste ich jetzt verbrauchen und ihr könnt die Form mit Butter einfetten oder auch mit Öl. Ich wollte jetzt wirklich hier diese Reste verbrauchen. Und hier ist der aufgegangene Teig. Also, der sieht richtig gut aus. Er klebt auch nicht stark. Das heißt, ihr braucht noch nicht mal Mehl auf die Arbeitsfläche streuen. Meistens ist es ja tatsächlich so, dass die Teige mit der natürlichen Hefe und dann auch noch mal in Kombination mit einem Sauerteig ein bisschen weich sind und schwieriger zu händeln. Aus diesem Grund probiere ich immer mal wieder Neues aus und zeige euch die Rezepte, die auch im Alltag richtig gut funktionieren. Und falls ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Ich freue mich riesig. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Wenn es dabei schnell gehen muss, guckt euch mal die Mitgliedschaft an. Da werden die Fragen tatsächlich bevorzugt beantwortet, weil ich mittlerweile so viele Kommentare dann immer habe. Das schaffe ich dann nicht, neben Vollzeit, Job, Familie und hier diesem Content. Also da bitte ich euch wirklich um Entschuldigen, aber auch um euer Verständnis. Und ich beantworte sie wirklich so schnell es geht. So, den Teig habe ich jetzt ein bisschen rund geformt und teile ihn mir jetzt ein. Was ich euch sehr empfehlen kann, wenn ihr dieses Rezept für eure Kollegen nachbackt, macht ruhig entweder die doppelte Menge oder macht die Buchteln kleiner. Ich forme jetzt hier später 8 Stück raus. Das reicht super für die Familie. Für die Arbeitskollegen ist es dann meist zu wenig. Da könnt ihr dann entweder die Teigstücke nochmal halbieren und macht sie kleiner. Dann verringert sich später auch die Backzeit. Oder ihr macht einfach die doppelte Menge. Denn Hefeteige jetzt zu dieser Jahreszeit, das ist so schön, wenn dieser Duft im Haus ist und ihr holt das frische Gebäck aus dem Ofen. Und ich habe meine Familie damit überrascht. Ich habe die gebacken, bin vorbeigefahren, hatte die frisch gekochte Vanillesoße, habe ich dann in so ein Wegglas gemacht und die haben sich riesig darüber gefreut, denn die hatten uns zum Essen eingeladen. Es gab köstlichen Grünkohl und dann gab es diese Buchteln einfach zum Nachtisch. Von daher freue ich mich, wenn ihr Lust bekommt, die nachzubacken
Schreibt es mir unbedingt auch in die Kommentare. Habt ihr sie dann auch mit Pflaumenmus gefüllt oder euch vielleicht auch für eine andere Lieblingsfüllung entschieden? Ich forme jetzt hier diese 8 Stücke einmal kurz rund und lasse das Ganze circa 10 Minuten ruhen. Und dann habe ich hier ein gekauftes Pflaumenmus. Ich will auch unbedingt noch mal selber machen, aber ich habe es in letzter Zeit nicht geschafft. Und ihr könnt dann entweder einen Teelöffel oder einen Esslöffel nehmen. Ich verwende ganz gerne immer diese Teigportionierer, um dann die Füllung da drauf zu geben, damit ich immer die gleiche Menge habe. Und jetzt gibt es 2 Varianten. Entweder walkt ihr das so ein bisschen aus und haltet eure Hand so ein bisschen, ja, wie so ein, als ob ihr einen Ball drinne haltet, so ein bisschen, dass eine kleine Kuhle entsteht und gebt dann die Füllung hinein. Das mag für den einen oder anderen gut funktionieren. Ich persönlich muss sagen, ich tue mir mit der Variante echt schwer. Und ihr seht es, hier hatte ich Probleme, die Füllung innen drinnen zu lassen. Da müsst ihr wirklich vorsichtig sein und dass ihr die Enden gut verschließt. Daher ist es da wichtig, nicht mit Mehl zu arbeiten, denn wenn da Mehl dran ist, dann verschließen sich die Enden nicht so gut. Aber hat dann doch noch geklappt. Meine Lieblingsvariante ist es einfach, die ein bisschen auseinander zu drücken. Alternativ könnt ihr das natürlich auch mit einem Nudelholz machen. Und für mich klappt es immer ganz gut, dass ich die so weit auseinander drücke, dass meine Handfläche ein bisschen kleiner ist. Wobei ich auch zugeben muss, ich habe kleine Hände. Also von daher, aber das klappt bei mir immer ganz gut, dass ich sehe, okay, der Kreis ist ein bisschen größer als meine Hand, jetzt kann ich das füllen. Und dann drücke ich das von allen Seiten einmal so rum. Und hier ist zwar noch ein ganz kleines bisschen Füllung, aber bei den meisten habe ich sonst nämlich keine Füllung. Und man kann den Pflaumenmus ja auch wunderbar eben kurz wegnaschen. Vorsichtig dann eben in die Form legen. Und dann ist noch etwas ganz wichtig. Deckt das Ganze ab und lasst es noch mindestens 30, besser aber noch mal 60 Minuten warm stehen, so dass die Buchteln schon mal schön aufgehen können. Hier seht ihr das, da hat sich schon ein bisschen was verändert. Ich habe übrigens eine 22er Kuchenform genommen. Wer möchte, kann jetzt noch mal Milch drüber streichen. Und für die Veganer unter euch, ich habe natürlich die vegane Variante auch noch mal unten in die Videobeschreibung geschrieben. Also nicht ärgern, dass ihr die sonst nicht nachmachen könntet. Selbstverständlich gibt es hierzu auch eine vegane Variante und die lohnt sich tatsächlich. Von daher testet sie mal aus und hier wirklich noch mal die Ermunterung, schreibt es mir bitte in die Kommentare, wie sie bei euch geworden sind. Und während jetzt die Buchteln hier noch mal ganz vorsichtig und wirklich mit nur ganz wenig Milch bestrichen werden, habe ich schon mal den Backofen eingeschaltet. Bei mir ist es so, ich nutze ja den Mini-Backofen von Stillstern. Da brauche ich den gar nicht vorheizen, aber ich schalte dann schon mal die Temperatur ein, dass ich dann quasi nur noch auf den Einschaltknopf drücke und dann das Gebäck hineingebe, noch mal ein bisschen Wasser drüber sprühe. Alternativ sonst eben noch mal kurz euren Backofen, wenn ihr den normal großen habt, vorheizen. In der Zwischenzeit bereite ich schon mal die Vanillesoße zu. Dafür Zucker, 2 Eigelb und noch ein bisschen Stärke hineingeben. Das Ganze wird jetzt schon mal ein bisschen verrührt. Und während ich dieses hier verrühre, habe ich schon die Milch mit einer Vanilleschote, die ich aufgeschnitten habe, die simmert so ein bisschen leicht auf dem Herd. Also die erwärme ich, ohne dass sie groß kocht. Und so kann ich das alles schon mal ein bisschen parallel machen. Das heißt, wenn die Buchteln gleich warm aus dem Backofen kommen, ist die Vanillesoße auch schon fertig und kann genossen werden. Vorsichtig, die heiße Milch in diese Mischung einmal einrühren, so dass die Temperatur sich angleicht. Wirklich vorsichtig, das soll nicht stocken, also das Eigelb soll jetzt nicht aufflocken. Ganz vorsichtig hineingeben. Für die Veganer unter euch, ihr könnt die Eigelbe auch weglassen. Das dient einfach nochmal der Farbe und es sorgt natürlich auch nochmal für Bindung. Die kann man aber auch mit der Speisestärke nochmal eben erzeugen.
Das Ganze wird noch einmal kurz aufgekocht und ihr seht es, die Buchteln dampfen. Euch sehe ich dann in diesen Videos wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch viele liebe Grüße. Eure Emma.